Winterreifenwahnsinn. Anders lässt sich kaum beschreiben, was ich bei der Suche nach dem richtigen Gummi für unser Tesla Model Y erlebt habe. Reifen und im Besonderen Winterreifen sind etwas, mit dem man sich nicht zwingend beschäftigen mag. Also ich zumindest nicht. Aber muss halt sein. Ist wichtig. Und vor allem jetzt, da die Temperaturen so langsam fallen und schon in Kürze Regen, Kälte und überfrierende Nässe auf der Tagesordnung stehen. Und für mich als Tesla-Fahrer, der sich das erste Mal elektrisch durch den Winter bewegt, stellen sich so einige Fragen. Welche Winterreifen sind die beste Wahl für unser Model Y? Wo sollte ich sie kaufen und mit welchen Kosten muss ich dabei rechnen? Kommt also mit auf meine Odyssee durch den Reifendschungel. Die richtigen Winterreifen für unser Tesla Model Y. Heute bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis. Willkommen! Ja, früher mit dem BMW war die Sache mit den Winterreifen ein wenig einfacher. Oder zumindest habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen müssen. Wenn wir damals einen neuen Wagen gekauft haben, haben wir bei den Preisverhandlungen stets über ein Winterreifen-Komplettpaket mitverhandelt. Direkt ab Werk, vom Hersteller, keine großen Diskussionen. Und so passte es dann einfach, denn das Reifenpaket war häufig eine Preiskomponente, die wir als Premium-Goodie einfach dazu bekommen haben. Was allerdings auch zur Folge hatte, dass wir uns nie wirklich ernsthaft mit den Kosten für Felgen und Reifen sowie sonstigen technischen Fragen rund ums Gummi beschäftigt haben. Nun haben wir ein Tesla Model Y und da ist alles ein wenig anders. Wir stehen vor so einigen Fragen. Winterreifen oder vielleicht doch Four-Season Allwetter Ganzjahresreifen? Sofern Winterreifen inklusive eigener Felgen oder lässt man die Reifen jedes Mal umziehen? Und dann die wirklich wichtigen Fragen. Bei wem kauft man die Reifen bzw. die Kompletträder mit Felge? Online oder bei einem lokalen Händler vor Ort? Welche Reifen wählt man aus? Worauf muss man bei der Wahl achten? Und wie stellt man sicher, dass man eine gute Qualität bekommt, allerdings nicht mehr als nötig bezahlt? Bevor ich in die Details und Ergebnisse meiner Winterreifen-Odyssee gehe, möchte ich euch gern einige grundsätzliche Erkenntnisse meiner Recherche erläutern. Reifenkauf ist eine ziemlich spezielle Angelegenheit. Das habe ich bei dieser kleinen Exkursion gelernt. Man kann es sich einfach machen, aber muss dann damit rechnen, dass wichtige Aspekte unberücksichtigt bleiben. Oder dass man viel zu viel bezahlt. Oder man steigt unglaublich tief in die Materie ein, erschließt sich endlos viele Aspekte und Zusammenhänge, aber bleibt am Ende trotzdem ziemlich ratlos zurück. Meine zweite Erkenntnis: einschlägige Foren, die sich mit Autos im Allgemeinen und Tesla im Speziellen auseinandersetzen, sind hilfreich, um sich einen Gesamtüberblick über alle erdenklichen Aspekte und Zusammenhänge zu verschaffen. Allerdings, gerade beim Thema Reifen treffen hier häufig unterschiedlichste Fahrertypen aufeinander. Dessen muss man sich bewusst sein. Da tummeln sich einerseits Tuning- und Racing-Experten, die zuvor BMW M, Mercedes AMG oder sonst was gefahren sind und gern auch im Winter mit 230 und mehr über die Autobahn heizen. Gleich daneben finden sich aber auch sparbewusste Minimalisten, um nicht zu sagen Geizkragen, die nicht nur günstig tanken, sondern auch an anderer Stelle maximal sparen möchten. Koste es, was es wolle, gegebenenfalls auch bei den Reifen. Entsprechend unterschiedlich fallen die Anforderungen, Wünsche und Empfehlungen aus. Man liest und liest und liest und fühlt sich am Ende häufig genauso schlau wie vorher. Dessen sollte man sich bewusst sein. Lasst mich also von mir und unseren Anforderungen und Überlegungen erzählen. Ich erhebe nicht den Anspruch, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und jedem von euch einen individuellen Tipp geben zu können. Aber vielleicht erkennt ihr euch ja in meinen Überlegungen wieder und vielleicht mag das dem einen oder anderen helfen. Also der Reihe nach einige Überlegungen meinerseits. Ja, ich suche einen Komplettservice. Auf keinen Fall möchte ich selbst unter meinen Wagen kriechen, Räder an- und abmontieren, überprüfen und einlagern müssen. Dafür habe ich weder die Muße noch passende Geräte und schon gar nicht die Zeit. Ich will auch nicht quer durch Deutschland fahren, weil am anderen Ende der Republik ein Experte für Tesla-Bereifung lebt. Also reizvoll wäre das vielleicht schon, aber meine Frau würde mir den Kopf abreißen. Und zudem wäre es auch ziemlich verrückt. Somit fallen also schon mal alle Online-Direktversender aus dem Rennen. Sorry, ist so. Wer das machen möchte, soll es tun. Ich leider nicht. Gemäß Fahrzeugschein fährt unser Tesla Model Y Standard Range mit Reifen der Größe 255/45 R19. Theoretisch kann man auch andere Größen wählen. Ich persönlich möchte jedoch so weit wie möglich standardisiert fahren und mich nicht darum kümmern müssen, ob gegebenenfalls weitere Zulassungen nötig sind. Also gilt 255/45 R19 bei uns als gesetzt.
Gleiches gilt natürlich auch bei den Felgen. Es gibt solche mit amtlicher Zulassung ab Werk und solche, für die man eine Zulassung erst noch beschaffen muss. Ich möchte es auch hier möglichst einfach halten. Daher begrenze ich die Felgenwahl auf solche, die bereits ab Werk eine Zulassung haben. Keine Experimente. So, nun geht's los. Auf zum Pudelskern. Wo fängt man die Suche nach einem passenden Reifen am besten an? Richtig, am besten schaut man mal beim Hersteller des Wagens nach. Der sollte es doch am besten wissen, oder? Also auf zur Tesla-Webseite, den Shop auswählen, dann zu Fahrzeugzubehör, anschließend das Model Y sowie Felgen und Reifen auswählen. Et voilà! Schon landet man beim Tesla Sorglospaket. Das Tesla Model Y 19 Zoll Gemini-Felgen und Pirelli Winterreifenpaket. Montagetermine sind laut Website innerhalb von 2 bis 8 Wochen nach Bestellung verfügbar. Jo, das klingt irgendwie ganz gut. Augenscheinlich tatsächlich ein Sorglospaket, also zumindest wenn man nicht die kompletten 8 Wochen warten muss. Wer sich dann noch ein wenig weiter einliest, stellt fest, dass es sich beim Reifen von Pirelli um das Modell Sottosero 3 handelt. Dieses Modell gibt es offensichtlich in einer Standardedition sowie in speziellen Variationen, die man gemeinsam mit dem jeweiligen Wagenhersteller entwickelt hat. Unter anderem halt auch mit Tesla. Soweit so gut. Die Tesla-Edition trägt offenbar das Kürzel T0. So kann man es zumindest auf der Pirelli-Website nachlesen. So, und nun kommen wir bereits in den Bereich, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Auf der Tesla-Webseite ist von diesem T0 nichts zu lesen. Auch die Bilder, die man auf der Webseite zu sehen bekommt, zeigen kein entsprechendes T0-Zeichen. In einigen Foren kann man zudem lesen, dass einige Tesla-Fahrer, die sich für das Tesla Pirelli Sottosero 3 Angebot entschieden haben, auf ihren Reifen kein T0-Hinweis entdecken konnten. Wie soll und muss man das nun einordnen? Entwickeln Tesla und Pirelli eine spezielle Reifenversion, um am Ende einfach zu verkaufen, was gerade verfügbar ist? Zudem die Frage, worin unterscheidet sich ein normaler Sottosero von der Tesla-Variante T0? In den einschlägigen Foren ist von einem Kostenunterschied von rund 300 € die Rede, was dort schnell zu der Annahme führt, dass es sich weniger um einen gravierenden technischen Unterschied als denn um einen Tesla-Zubehör-Standardaufschlag bzw. eine Deppensteuer handeln könnte. Wenig später kann man auch nachlesen, dass die Tesla-typische Variante wohl ein um die Hälfte verringertes Innengeräusch produziert. Ja, da stehe ich nun, ich Amateur, und bin so klug als wie zuvor. Geringere Innengeräusche, optimiert für die Modelle eines Herstellers. Wie man an einer Stelle nachlesen kann, absorbieren besagte Reifenmodelle mit Kennung die auftretenden Geräusche um bis zu 3 Dezibel. Angeblich kommt dabei im Reifen ein lärmabsorbierender Schwamm zum Einsatz. Klar, das dürfte gegebenenfalls einen Wert haben. Aber wie viel ist das wert? Rund 300 € pro Satz? Und bin ich dann ein Depp, wenn ich mir statt der T0-Variante doch nur eine normale Variante zulege? Oder anders gefragt, werde ich über den Tisch gezogen, wenn man mir eine Tesla-optimierte Variante verspricht, aber dann keine T0-Variante liefert? Fragen über Fragen, die die einschlägigen Foren aber auch nicht abschließend klären. Also außer den üblichen Experten, die für alles eine Antwort haben und ihre persönlichen Erfahrungen stets als allein geltende Wahrheit präsentieren. Bei der Lektüre eines sehr ausführlichen Diskussionspfads stellte ich fest, dass diese sehr ausführliche Diskussion bereits 2019 ihren Anfang nahm und ihren Ursprung bei der Winterreifenfrage fürs Model 3 hatte. Womit sich gleich noch eine weitere Frage stellt. Geht diese schon lang andauernde Diskussion um die T0 Tesla Pirelli Sottosero 3 Variante gleichermaßen fürs Model Y wie fürs Model 3? Und überhaupt, gilt diese Diskussion rund um einen Reifen aus 2019 und früher genauso für die Modelle aus dem Produktionsjahr 2023? Man kann diese Diskussion endlos weiterverfolgen. Das alles zieht sich über mehrere Seiten hin. Und mit jeder neuen Seite rauft man sich ein wenig mehr die Haare und fühlt sich mehr denn je sehr verunsichert. Gern gebe ich euch mal einen kleinen Einblick, was man da so lesen kann. Da sagt einer, dass Pirelli im Winter sowieso ein No-Go sei. Der nächste meint, dass Michelin ebenfalls einen Schwamm in den Reifen klebe, aber nur 40 € mehr verlange. Und ein dritter meint, im Sommer immer Dunlop Sport Max, im Winter dagegen immer Conti Winter Contact. Garniert mit dem Hinweis, dass wer am Reifen spart, zumal bei einem 50.000 € Auto, dem sei eh nicht zu helfen. Und ein ganz anderer bringt noch einen ganz anderen Aspekt mit ins Spiel. Hier schreiben alle immer nur von der Lautstärke des Reifens. Mich würde bei den Winterreifen eher interessieren, wie lang die Bremswirkung auf Schnee im Vergleich zu einem Conti oder anderen ist. Hat er vielleicht recht, oder? Was bleibt also als Erkenntnis? Leider nichts. Oder nur wenig. Beim Pirelli Sottosero muss man also aufpassen, dass man die T0-Variante bekommt. Wenn man sie denn bekommt, kann es sein, dass man sie im mittleren Tempobereich als zu laut empfindet.
Oder halt auch nicht. Hin und wieder findet man den Hinweis, dass man mit Conti oder auch Michelin ebenfalls gut, wenn nicht gar besser fährt. Oder ebenfalls auch nicht. Tja, viele Worte, wenig Erkenntnis, die eine Kaufentscheidung sinnvoll untermauern würde. Also habe ich mal nachgeschaut, was der ADAC so sagt und empfiehlt. Doch leider führt auch das nur bedingt weiter. Der Sotosero wurde 2020 in der Variante 2035 55 R17 getestet. ADAC Gesamturteil 3,0. Stärke laut ADAC gut bei Nässe, Schwäche auf trockener Fahrbahn und bei Eis. Es bleibt die Frage, gelten die Erkenntnisse aus 2020 auch noch nach 3 Jahren? Inwiefern kann man die Ergebnisse eines R17 auf einen R19 übertragen? Und was heißt denn Schwäche auf trockener Fahrbahn und bei Eis ganz konkret? Auf seiner Website führt der ADAC insgesamt 10 Winterreifentests, in denen zwischen 2018 und 2023 unterschiedlichste Größen getestet wurden. Exakte Aussagen zum 255, 55, nein, nochmal. Exakte Aussagen zum 255, 45, R19, wie der Tesla es braucht, findet man allerdings nicht. Mein nächster Recherchestopp führt mich zu den Webseiten der etablierten Reifen- und Autozubehörketten. Aber auch das bringt keine echten Erkenntnisse. Die Systeme zeigen nach Eingabe etlicher Spezifikationen so einige Ergebnisse an. Doch eine Empfehlung, die einem die Entscheidung irgendwie erleichtert, erhält man leider auch hier nicht. Meine Quintessenz: Pirelli gilt aufgrund der Herstellerempfehlung als gesetzt. Michelin und Conti tauchen in der Liste ebenfalls häufig auf. Plus etliche No-Name-Hersteller. Preislich ist alles möglich, zwischen 1600 und weit über 3000 Euro. Tja, und was nun? Ich habe mich für eine echte Oldschool-Auswahlvariante entschieden. In einen Laden gehen, die Situation beschreiben und den Verkäufer um eine Empfehlung bitten. Klar, die Mitarbeiter sind in erster Linie Verkäufer, keine Berater. Wie in so vielen Läden, weiß ich natürlich. Das muss man im Blick behalten. Aber dennoch hatte ich eine Hoffnung. Ich habe ja nun schon einiges an Know-how gesammelt, das ich im Gespräch einbringen kann. Und wenn ich nun durchblicken lasse, dass hier kein Greenhorn sitzt, dem man jeden Müll verkaufen kann, dann könnte ja vielleicht eine ordentliche, ehrliche Beratung rausspringen. So zumindest meine Hoffnung. Also bin ich losgezogen und habe diverse Autoteile und Reifenhändler rund um München besucht, die mir Freunde und Bekannte empfohlen haben. Die Story, die ich jedem Verkäufer erzählt habe, war stets die gleiche. Ich bin kein Tuning- und Rennwagenfahrer, sondern ein weitgehend normaler Fahrertyp mit Familie. Entsprechend suche ich eine ansehnliche, im Zweifelsfall aber eher durchschnittliche Alufelge für den Winter, passend für das Tesla Model Y Standard, die technisch alle Sicherheitsaspekte erfüllt, die optisch nicht negativ auffällt und im Zweifelsfall eher günstig ist. Die Felge soll ab Werk ohne eine zusätzliche straßenverkehrstechnische Freigabe auskommen. Die für das Tesla Model Y obligatorischen Bluetooth-Sensoren sollen im Angebot enthalten sein. Hinsichtlich der Reifen habe ich zu verstehen gegeben, dass ich keinen Ganzjahresreifen, sondern explizit Winterreifen suche. Größe 255, 45 R19. Hinsichtlich Reifenmodell und Marke gebe ich keine Präferenzen an. Ich wünsche mir eine Beratung seitens des Anbieters, gegebenenfalls unter Angabe einer möglichen Price Range. Für das Gesamtangebot bitte ich zudem darum, mir einen Endpreis samt Montage und optional Einlagerung der Sommerreifen zu unterbreiten. Das Ergebnis fällt auffallend unterschiedlich aus. Zur Erinnerung, Tesla bietet einen Satz Kompletträder mit den Pirelli Sotosero Reifen inklusive Montage für 2500 Euro an. Nachteil: Einlagern müsste man die Sommerreifen an anderer Stelle. Tesla macht das nicht. ATU stellte mir im Laden ein Angebot zusammen, das in Summe bei rund 2944 Euro liegt. Interessant, empfohlen wird mir ein Pirelli-Reifen allerdings nicht der Sotosero, sondern das Modell Scorpio für 301 Euro pro Stück sowie eine Alufelge zum Stückpreis von 310 Euro. Im Gespräch mit dem Verkäufer habe ich offen angesprochen, dass der Preis doch deutlich über dem Preis von Tesla liege. Ich erfuhr im Gespräch, dass der Preis in der Tat nicht gering sei, auch im Vergleich zu vielen anderen Komplettradanfragen. Aber das System gebe das so aus, so die Antwort. Ich habe das erstmal so hingenommen. Ist dann wohl so, leider nicht zu ändern. Aber ich komme auf das Angebot von ATU später noch einmal zurück, denn da gibt es noch eine spezielle Wendung. Umgehend ging es dann weiter für mich zu Driver, Reifen- und Kfz-Technik, einer Kette mit etlichen Filialen im gesamten Bundesgebiet. Auch hier hat man mir den Pirelli Sotosero 3 empfohlen. In der Endsumme liegt das Angebot bei 2.784 Euro. Dritter Kandidat ist die Münchner Dependance von Premio Reifen plus Autoservice, einer Fachhandelsmarke, die die persönliche Reifen- und Autoservicekette im Markt sein möchte.
Individuelle Beratung wird hier groß geschrieben, was ich durchaus unterschreiben kann. Der Mitarbeiter setzt sich durchaus detailliert mit meinen Wünschen auseinander. Der Kostenvoranschlag liest sich ähnlich wie bei Driver. Dann enthalten sind ebenfalls die Pirelli Sottosero 3 Reifen, komplettiert durch Borbett Felgen. Inklusive Einlagerung liegt der Kostenvoranschlag bei rund 2.768 €. Das ist dem Angebot bei Driver sehr ähnlich. Zum Abschluss lande ich bei Reifen.com, einer Kette mit starker Online-Präsenz, aber auch 37 eigenen Filialen. Als einziger Anbieter empfiehlt Reifen.com nicht den Pirelli-Reifen, sondern ein Modell von Michelin, den Pilot Alpine PA4. Noch während der Kundenberater in seiner Datenbank nach Alternativen suchte und unter anderem auch ein Modell von Conti ansprach, das in einer ähnlichen Preisklasse liegt, allerdings aktuell nur schwer verfügbar war, fragte ich nach, warum nicht Pirelli? Der Kundenberater antwortete nachvollziehbar, ja, der Sottosero sei ein von Tesla empfohlener Reifen. Viele Kunden der Kette würden sich allerdings für die kostengünstigeren Modelle von Conti oder Michelin entscheiden. Es gäbe keine nennenswerten Gründe oder gar Beschwerden, die dagegen sprechen würden. Zum ersten Mal hatte ich zumindest das Gefühl, eine nachvollziehbare Erläuterung bekommen zu haben. Ich habe mich zwischenzeitlich auch noch einmal über den von Reifen.com empfohlenen Michelin Alpine PA4 informiert. Was sagen die vermeintlichen Experten in den Internetforen zu diesem Reifen? Es wird wenig verwundern. Einige haben offenbar einen Hauch von Liebe für diesen Reifen entwickelt. Andere bemängeln dagegen, dass der Reifen extrem laut sei. Kann sie vom Geräusch her absolut nicht empfehlen, kann man dort unter anderem nachlesen. Autobild hatte den Reifen 2017 in der Variante 225/40 R18 im Test und gab ihm das Prädikat Schneekönig 2017, ausgestattet mit hervorragender Leistung auf Schnee und Eis. Auch auf nasser und trockener Fahrbahn zeige er seine Stärken. Also können Aussagen noch weiter auseinander liegen. Und auch hier die Frage, was taugt ein 6 Jahre altes Ergebnis für einen Reifen, der damals auf einem Golf GTI getestet wurde? Kann man das 1:1 aufs Tesla Model Y übertragen, obwohl die Hersteller ja fortlaufend spezialisierte Radvarianten entwickeln? Mal ehrlich, wie soll man sich da entscheiden? Ach ja, 2 Sachen haben mich dann doch noch ein wenig gereizt. Da ist zum einen die Sache mit ATU. Die Werkstattkette schreibt sich ja auf die Fahnen, sehr preisbewusste, wenn nicht gar die günstigsten Angebote zu unterbreiten. Aber wie konnte es dann zu dem genannten Angebot für rund 3.000 € kommen? Ich habe daher noch einmal bei der ATU-Pressestelle nachgehakt und darum gebeten, das vorliegende Angebot noch einmal zu überprüfen. Und die ATU-Pressestelle hat noch einmal überprüft und mir ein komplett überarbeitetes Angebot unterbreitet. Warum das System das ungeahnt hohe Angebot für rund 3.000 € überhaupt ausgegeben hat, sei nicht nachvollziehbar. Vielleicht ein Synchronisationsfehler in der Datenbank, heißt es. Richtig wäre eine kostengünstigere Komplettradkombination gewesen. Und so übermittelte mir die Pressestelle von ATU ein neues Angebot. Nunmehr mit einer anderen schwarzen Felge von Autech sowie einem Reifen von Goodyear, dem Ultra Grip Performance 3. Alles in allem kommt ATU so auf einen neuen Gesamtpreis von rund 2.268 €, was deutlich günstiger ausfällt als das ursprüngliche Angebot in Höhe von rund 2.950 €. Taugt der Goodyear-Reifen im Zusammenspiel mit einem Tesla Model Y? Auch dieser Frage bin ich in begrenztem Umfang nachgegangen. Aber ähnlich wie bereits beim Pendant von Pirelli ergeben sich mehr Fragen als Antworten. Der besagte Ultra Grip Performance 3 wurde im Mai diesen Jahres von Goodyear als Nachfolger des Ultra Grip Performance Plus vorgestellt. Er soll nach Angaben von Goodyear das bisher komplexe Winterportfolio vereinfachen. Gratulation, das ist auf jeden Fall sehr begrüßenswert. In den Foren ist zum neuen Performance 3 nur wenig zu finden. Etwas mehr findet sich zum Vorgänger, dem Performance Plus, der hier und da auch weiterhin angeboten wird. Und jetzt kommt's. Dieser Plus ist wohl wie der Pirelli auch in einer speziellen Tesla T0-Variante erhältlich. Und wie beim Pirelli wird auch über den Goodyear Performance Plus hinlänglich diskutiert. Und auch die Quintessenz ist ähnlich. Das Meinungsspektrum reicht von super bis viel zu laut. Gibt es den neuen Performance 3 wie den Vorgänger als T0-Variante für den Tesla? Ich konnte es nicht ergründen. Eine Antwort bei der Pressestelle von Goodyear blieb bis Redaktionsschluss für dieses Video unbeantwortet. Halten wir also fest, ATU kann weiterhin auch günstig. Ob der Reifen von Goodyear etwas taugt? Ja, wahrscheinlich schon, aber abschließend und mit letzter Sicherheit kann man das nicht klären, wie bei vielen anderen Herstellern auch.
Kommen wir also nun zur finalen Runde. Wofür habe ich mich nun entschieden? Und was ist für mich das ausschlaggebende Kriterium? Beziehungsweise, was ist meine grundsätzliche Erkenntnis? Ich bin ehrlich, die finale Entscheidung ist noch nicht gefallen. Meine Recherche hat mir gezeigt, dass Reifenkauf an sich schon recht kompliziert ist. Dass Tests und Internetforen mehr verwirren als helfen. Dass Reifenhersteller augenscheinlich recht gut davon leben, Konsumenten im Unklaren zu lassen. Oder ihnen alternativ so viel Nerdwissen um die Ohren zu hauen, dass kaum noch jemand durchblickt. Und vielleicht noch die beiden wichtigsten Erkenntnisse. Sofern man keine nachprüfbare Wahrheit ausmachen kann, kann man wohl nur auf das eigene Bauchgefühl setzen und im Zweifelsfall darauf achten, dass man die fahrzeugspezifische Radkombination eines Markenherstellers kauft, die gegebenenfalls etwas mehr kostet. Oder aber man lässt sich von all dem nicht beeindrucken und kauft das günstigste, was der Markt hergibt. Alles auf die Gefahr hin, dass der Reifen gegebenenfalls etwas lauter ist und im schlimmsten Fall einige Meter zu spät zum Halten kommt. Aber was mache ich nun? Aktuell schwanke ich zwischen dem Michelin Alpine und dem Pirelli Sottosero. Oder vielleicht doch der Goodyear? Alle genannten Reifen finden vielfältige Erwähnung in unterschiedlichste Richtungen. Aber auch das ist wohl nur eine Frage des Betrachtungswinkels. Der Eindruck, dass dieser undurchschaubare Reifendschungel ganz bewusst so angelegt ist und auch gepflegt wird, drängt sich mir mehr denn je sehr auf. Und meine Entscheidung? Hey, wir sind doch hier bei YouTube und ich habe ja hier inzwischen eine kleine Community, die vielleicht den entscheidenden Tipp geben kann. Daher meine heutige Frage bzw. die Bitte des Tages. Zur Wahl stehen der Pirelli Alpine PA4 und der Pirelli Sottosero. Gegebenenfalls auch der Goodyear Performance 3, jeweils in der Standard 19 Zoll Variante. Wie würde eure Entscheidung ausfallen und warum? Bitte nur antworten, sofern ihr gute, nachvollziehbare Gründe basierend auf persönlichen Erfahrungen anführen könnt. Alles andere hilft uns ja nicht weiter. Diesmal bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Anmerkungen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gern ein Like oder noch besser, ihr abonniert diesen Kanal und markiert die Glocke. Dann verpasst ihr zukünftig kein neues Video. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis.